WebSafe Fonts, Variable Fonts oder sogar Color Fonts. Ahoi beim WebDev Lab. Im heutigen Video schauen wir uns mal die verschiedenen Arten von Schriften im Web an und was man dabei beachten sollte. Mach die DevTools auf, starte deinen Editor. Wir legen los. Und zwar mit System- und WebSafe Fonts. Unter Systemfonts versteht man Schriften, die auf dem Gerät des Users bereits vorhanden sind und nicht mehr heruntergeladen werden müssen. Das Problem dabei ist nur, dass diese Schriften je nach Betriebssystem und Version recht unterschiedlich sein können. Wenn du die jeweilige Hauptschrift des Betriebssystems übernehmen möchtest, kannst du das Keyword SystemUI verwenden. Daneben gibt es auch noch ein paar andere Schlüsselwörter. Die wichtigsten sind Serif, Sans Serif und Monospace, die zu einer Schrift mit Serifen, ohne Serifen oder einer dicken gleichen Schrift auf dem System führen. Was hat es mit dem Begriff WebSafe Fonts auf sich? Unter WebSafe Fonts bezeichnet man eine Liste von Schriften, die auf den meisten Betriebssystemen vorhanden sind. So muss man keine Schrift aus dem Internet runterladen, aber sich auch nicht komplett auf die eben erwähnten Keywords verlassen und behält ein bisschen Kontrolle über die verwendeten Schriften. Diese Listen sind aber natürlich auch im Wandel, je nachdem, welche Schriften die Betriebssysteme so mitbringen. Heutzutage könnte eine Liste mit WebSafe-Fonts zum Beispiel so aussehen. Der Browser wählt dann die erste Schrift in der Liste aus, die vorhanden ist. Im schlimmsten Fall landet er beim letzten Eintrag, der hier als Fallback dient und den wir schon von eben kennen, Sans Serif. Webfonts. Unter Webfonts versteht man Schriften, die die User über die Website aus dem Internet herunterladen müssen. Für Website-Betreiber bieten sie eine Möglichkeit, ganz genaue Kontrolle über das Schriftbild zu haben. Der Nachteil ist aber natürlich, User müssen eine oder mehrere Schriftdateien herunterladen, was zu einer Verzögerung führen kann, bis der Text gelesen werden kann. Webfonts kannst du dir von Schriftdesignerinnen und Designern nach den eigenen Vorstellungen machen lassen. Für den schmaleren Geldbeutel gibt es auch Anbieter kostenloser Schriften mit Lizenzen zur freien Nutzung. Bekanntestes Beispiel ist hier wohl Google Fonts. Hier kannst du dir aus über 1700 Schriftfamilien eine Schrift aussuchen. Die Filter an der linken Seite helfen dabei. Jede Schriftfamilie hat verschiedene Schriftschnitte, auch Styles genannt. Das ist zum einen, wie fett eine Schrift ist und zum anderen, ob sie kursiv ist. Jede dieser Kombinationen bedeutet eine eigene Schriftdatei, die User später runterladen müssen. Man sollte hier also sparsam vorgehen. Worauf zu achten ist, um die Schriften möglichst klein zu halten, schauen wir uns später an. Variable Fonts. Seit einigen Jahren gibt es sogenannte Variable Fonts. Das sind Schriften, von denen du in der Regel nur eine Schriftdatei brauchst und in der die verschiedenen Schriftschnitte durch Variablenachsen hergestellt werden. Eine Variable Font ist meistens etwas größer als ein einzelner Schriftschnitt, aber kleiner als 2 oder mehr einzelne Schriftschnitte. Dadurch, dass die Achsen dynamisch sind, lassen sich bei Variable Fonts auch nicht nur die Fettung 400 und dann als nächstes 500 auswählen, sondern beispielsweise auch 437. Variable Fonts können aber auch noch viel mehr, denn es gibt neben den Standardachsen auch individuelle Achsen von Schriften. Beispielsweise bei dieser Monospace-Schrift Doto kann die Rundung der Pixel von 0 eckig bis 100 rund definiert werden. Es lohnt sich also, sich einmal unterschiedliche Variable Fonts anzusehen und mit variablen Achsen herumzuspielen. Color Fonts. Als neuestes Mitglied der Varianten von Webfonts gibt es Color Fonts. Diese haben als Eigenschaft, dass sie unterschiedliche Farben, Verläufe und Effekte innerhalb der Buchstaben haben können. Color Fonts können auch Variable Fonts mit variablen Achsen sein. Das muss aber nicht. Sie eignen sich weniger als Fließtext, aber dafür umso mehr für effektvolle Überschriften. Webfonts benutzen. Nachdem wir jetzt die ganze Basis mal geklärt haben, geht's an die Praxis. Wir nehmen den Variable Font Source 3. Nach dem Download bekommst du ein ZIP-Archiv. Darin befinden sich allerlei Schriftdateien im Format TTF. Fürs Web wollen wir allerdings WOV2 haben. Außerdem beinhaltet eine Schriftdatei meist mehr Zeichen, als wir brauchen. Hier kommt Subsetting ins Spiel. Für diese Arbeiten bietet sich das Tool Glyphhanger an. Ihr braucht dafür Python und Node auf dem System. Außerdem werden die Python-Pakete von Tools und Brotli benötigt. Die Installation variiert von System zu System. Unter Linux konnte ich das alles einfach über die Paketverwaltung installieren. Glyphhanger selbst kann nun einfach global im System mit npm install-g Glyphhanger installiert werden. Anschließend wechselst du ins Verzeichnis mit deiner TTF-Datei. Um nun aus der TTF-Datei eine WOV2-Datei mit Subsetting zu erstellen, brauchen wir folgenden Befehl. Whitelist gibt die Unicode-Zeichen an, die wir behalten wollen. Im Beispiel Deutsch. Die Liste habe ich hier von der Website auf der linken Seite kopiert. Mit Subset geben wir die TTF-Schrift an, auf die das Subsetting angewendet werden soll. Und mit Formats legen wir unser Ausgabeformat fest, also WOV2. Nach dem Ausführen haben wir eine Datei gleichen Namens mit der Endung WOV2 und aus 632 Kilobyte sind nun ca. 36 Kilobyte geworden. Wie kommen unsere User an die optimierte Schrift? Im CSS definierst du mit add-font-face, wie hier im Beispiel, deine Schrift.
vergibst einen Namen, hinterlegst den Pfad zur Schriftdatei, gibst an, um was für einen Schriftschnitt es sich handelt und wie der Browser die Schrift laden soll. Dazu gleich mehr. Wichtig sind hier Font Weight und Font Style. Da es keine kursive Schrift ist, geben wir für Font Style den Wert Normal an. Bei Font Weight geben wir den Bereich an, den die Variable Font abdeckt, nämlich 200 bis 900. Jetzt kannst du diese Schrift wie jede andere auch im CSS verwenden, indem du als Font Family den Namen 63VF angibst. Diese Schriftdatei wird nun automatisch vom Browser benutzt, wenn du eine Font Weight Angabe zwischen 200 und 900 verwendest und nicht Font Style Italic angegeben hast. Der Browser kann versuchen, andere Stile zu simulieren, das kann allerdings auch komisch aussehen. Um den Browser von solchen Versuchen komplett abzuhalten, kannst du Font Synthesis None setzen. Wie der Browser die Schrift laden soll, kann deutlichen Einfluss auf die User Experience haben. Beim Definieren des Webfonts sind folgende Werte für Font Display möglich. Auto ist der Standard, der Browser entscheidet selbst. Block, der Browser wartet, bis der Webfont geladen wurde und zeigt bis dahin keinen Text an. Dieser wird aber mit einer unsichtbaren Schrift gerendert und nimmt bereits Platz im Layout ein. Swap, der Text wird kurze Zeit, ca. 100 Millisekunden, nicht angezeigt, falls der Webfont noch nicht bereitsteht. Danach gibt der Browser ihn mit einer verfügbaren Fallback-Schrift aus. Sobald jedoch die Webfont geladen ist, wird der Text erneut damit gerendert. Beim Wert Fallback wird der Text ebenfalls kurze Zeit, auch wieder ca. 100 Millisekunden, nicht angezeigt, falls der Webfont noch nicht bereitsteht. Ist dieser auch danach nicht verfügbar, zeigt der Browser den Text in einer Fallback-Schrift an. Kann der Webfont in wenigen Sekunden geladen werden, wechselt der Browser die Darstellung erneut. Ansonsten bleibt es bei der Fallback-Schrift. Dann gibt es noch Optional. Der Text wird kurze Zeit, ebenfalls ca. 100 Millisekunden, nicht angezeigt, falls der Webfont noch nicht bereitsteht. Ist er auch danach nicht verfügbar, rendert der Browser den Text mit einer Fallback-Schrift. Für welche der Optionen du dich entscheidest, ist dir überlassen, denn je nach Situation ist natürlich mal die eine, mal die andere Variante passender. Eine weitere Möglichkeit zum besseren Laden der Schrift bieten Preload-Hints. Der Browser lädt ja erstmal das HTML-Dokument runter. Darin ist dann der Verweis auf die CSS-Datei und in der steht dann erst der Webfont, den der Browser nun runterladen muss. Das heißt, der Browser erfährt erst relativ spät von dieser zusätzlichen Datei. Im HTML kannst du so einen Preload-Hint im Head-Bereich platzieren. Im Network-Tab des Browsers siehst du nun, dass der Browser die Schriftdatei anfängt herunterzuladen, bevor das CSS geladen wird. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast etwas gelernt. Dann lass gerne ein Like da. Hast du Anmerkungen, dann hinterlass mir einen Kommentar. Das nächste Video kommt raus, wenn es fertig ist, und wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere doch den Kanal. Bis dahin, Happy Coding und tschüss tschüss!